Hammock Hangout. Abhängen, abschalten, auftanken. Buenas, ihr schönen Menschen, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Hammock Hangout. Ich liege heute nicht allein in der Hängematte. Heute gibt's die Simics Sondersendung und das hat folgenden Hintergrund, den ich zum Einstieg einmal ganz kurz erläutern möchte. Nachdem ich jetzt ein paar Folgen aufgenommen habe und es gibt ja auch noch welche, die nicht veröffentlicht sind, würde ich gerne so ein bisschen die letzten Wochen reflektieren. Und da ich schlecht selber Fragen stellen und die beantworten kann und ich gerne ein bisschen diesen Überraschungsmoment gerne hätte, habe ich mir heute den Simon eingeladen und würde einfach direkt an dich abgeben. Hallöle. Na? Mensch, ja, ich bin der Simon. Ich bin heute zu Gast im wahrscheinlich wunderschönsten Podcast, den ich so kenne, weil ich kenne auch nicht viele. Aber Vorschusslorbeeren, du bist auf jeden Fall meine Lieblingspodcasterin. Das kann ich sagen, ohne rot zu werden. Und ich finde, das ist auch genau richtig so. Hi, schön, dass ich da sein darf. Hi, schön, dass du da bist und dir mit mir die Hängematte teilst. Ja, ich find's mega schön. Ich find's mega cool, dass ich hier bei dir einsteigen darf. Das ist das erste Mal, dass du in meinem Podcast-Studio bist. Du warst ja noch nie dabei. Meistens schläfst du ja noch, wenn ich die Folgen aufnehme. Ja, Tatsache, ja. Was heißt, ich war noch nie in deinem Büro dabei? Während ich gearbeitet habe, meine ich jetzt. Okay, ja. Das stimmt. Ich halte auf jeden Fall Abstand, wenn du deine Arbeit machst, wenn du wirkst hier oben auf der Dachterrasse. Ja, für jeden, der schon mal auf Instagram unterwegs war, der hat ja schon ein bisschen zumindest gesehen, wie es aussieht bei uns da oben, wo wir jetzt gerade abhängen, auftanken, abschalten. Andersrum, aber Dankeschön. Fast. Heute ist es auch ein anderes Setting. Heute ist es nämlich nicht der Sonnenaufgang, sondern der Sonnenuntergang. Exactamente. Und die Tatsache, dass du den Podcast aufnimmst, während ich noch unten mich eine Runde umdrehe auf die andere Seite, liegt ja auch oder ist dem geschuldet, dass wir aktuell die Baustelle da neben uns haben und das einfach die beste Zeit ist zum Aufnehmen. Umso cooler. Ich hätte es auch heute Morgen mit dir aufgenommen, aber ich war heute Morgen ein bisschen Selbstfürsorge betreiben. Das ist doch ein schöner Einstieg. Perfekt. Das ist doch jetzt ein guter Einstieg. Ich habe heute Morgen ein bisschen Selbstfürsorge betrieben. Ich war sporteln. Ich war Sport machen mit einer, wie sagt man, Sportgruppe. Gruppe an Menschen, die schon morgens um 6 sich trifft auf dem Sportplatz, um Sport zu machen. Also irgendwelche Verrückten. Genau. Und anschließend habe ich eine Runde über den Strand gemacht. Das ist das Schöne an unserem Wohnort. Genau. Ich habe den Übergang nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, weil es soll darum gehen, dass ich heute dir Fragen stelle. Mhm. Genau, und dann habe ich habe heute Morgen Selbstfürsorge betrieben und hatte einen sehr, sehr guten Tag. Wie war dein Tag bisher? Der erste Gedanke, der mir kam, war anstrengend. Aber auch schön. Heute war anstrengend? Mhm. Heute war irgendwie anstrengend. Aber weil die letzten Tage so anstrengend waren und heute nicht mehr so viel zu tun war, fand ich es anstrengend, in den anderen Modus zu kommen. Also heute hat es mich angestrengt, entspannt zu bleiben oder entspannt zu werden. Interessant. Und ich muss auch sagen, dass das Wetter aktuell mir ein bisschen zu schaffen macht, den Tag über. Also ja, voll. Zumindest den Mittag über. Weil da ist es, also wir haben echt, es drückt einfach so krass und ich merke, dass es so Temperaturen jetzt angenommen hat. Ich liebe ja Wärme. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir nicht warm genug sein kann.
Aber das hat jetzt Temperaturen angenommen, wo ich dann halt einfach auch nicht arbeiten möchte. Oder wo es mir sehr schwer fällt zu arbeiten. Ja, verstehe ich. Komplett. Geht mir genauso. Geht auch. Ja, man sieht's ja, selbst den Katzen geht's so. Die überlegen sich zweimal, ob sie aufstehen und zum Napf laufen oder ob sie sich nochmal umdrehen, um dann ein zweites Mal lieber mehr zu essen. Ja, wir haben jetzt den Tag über gewartet, bis die Baustelle fertig ist und jetzt hängen wir hier in der Hängematte mit so einem schönen Abendlüftchen und dürfen einfach mal uns unterhalten. Wieso nimmst du den Podcast nicht immer abends auf? Weil ich abends meistens dann schon müde bin, wenn es so ruhig ist, dass ich ihn aufnehmen könnte. Und ich morgens einfach sehr gerne früh wach bin. Ja. Und als ich die erste Folge aufgenommen habe, war es, glaube ich, eher Zufall, dass es morgens passiert ist, weil das so eine Zeit war, wo ich nicht so gut geschlafen habe. Und da war ich irgendwie um 4:30 oder so wach morgens und konnte gar nicht mehr schlafen. Und dann dachte ich mir, irgendwie hätte ich jetzt gerade Bock, diese Podcast-Folge, diese erste aufzunehmen, vor der ich mich ja auch sehr lange gedrückt habe. Und ja, dann bin ich halt hier hochgegangen und dann war es ruhig und ich lag hier in der Hängematte und habe diese Podcast-Folge aufgenommen und dann fand ich das cool, dass es morgens war. Und deswegen habe ich den Morgen beibehalten. Und abends kann man ja auch nie einschätzen, welche Geräusche hier vorbeikommen, weil morgens um die Zeit, wo ich aufnehme, ist schon die ruhigste Zeit des Tages. Und abends kommt die Müllabfuhr, kommen die ganzen Leute, die noch ihre Sachen loswerden müssen. Oder fängt der Nachbar nochmal an zu hämmern auf der Baustelle. Deswegen ist es morgens am wenigsten Risiko, dass ich unterbrochen werde. Das stimmt. Ja. Ich habe das gerade auch nur gesagt, weil ich hier richtig cozy, also einfach nur für die Leute, die auch zuhören, richtig cozy hier gerade drin liege. Kann mich hier richtig schön breit machen mit dir. Ja, es ist schon ein sehr schönes Plätzchen. Ja, und es ist wahrscheinlich wirklich die angenehmste Zeit des Tages. Nachdem man so den Tag über Dinge getan hat, gearbeitet hat, kann man jetzt einfach mal ein bisschen entspannen. Glaubst du, die meisten Leute hören deinen Podcast selber abends an? Weiß ich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten Leute hören den Podcast an, während sie irgendwas anderes machen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht irgendwie so auf dem Weg von der Arbeit zurück. Das könnte ich mir eventuell vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, aber also ich habe diesen Arbeitsweg jetzt nicht, aber wenn ich einen Arbeitsweg hätte, ich glaube, ich würde es auf der Hinfahrt anhören. Weil ich würde mir natürlich wünschen, dass jeder sich dann auch so diese halbe Stunde nimmt und wirklich nichts anderes tut, aber ich weiß halt selber, dass es so utopisch ist, weil ich mache das ja selber nicht anders. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also vielleicht ist es auch einfach, weil ich das nicht mache, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man morgens schon Bock hat auf einen Podcast. Also ich bin gerne morgens wach, aber dann habe ich halt auch gerne meine Ruhe. Ja, ich weiß nicht, ob, bestimmt gibt es Leute, die das morgens auch cool finden, aber ich kenne nicht so viele, die morgens schon so voll getextet werden wollen. Ja, interessant. Ich würde ihn morgens hören wollen, weil es meine Gedanken anregt. Also das, was du sagst, und dann, das hast du ja auch als Feedback bekommen, wegen deiner Stimme. Ich habe ja den Genuss, 365 Tage im Jahr deine Stimme morgens zu hören. Ich wollte gerade sagen, bei dir ist es mit dem morgens aber auch nur, weil du meine Stimme hören wollen würdest und nicht das, was ich sage. Aber ist das nicht auch ein Teil vom Podcasterinnen-Dasein? Was genau jetzt? Ein paar Leute werden deinen Podcast einfach halt auch hören, weil es halt auch angenehm ist. Ach so, ja, das hoffe ich ja. Das ist ja das, was ich damit erreichen möchte. Ich habe aber auch schon von jemandem gehört, der mir gesagt hat, er ist jedes Mal eingeschlafen, weil meine Stimme so beruhigend war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, erst war ich so kurz, schade, aber dann dachte ich mir, nö, voll schön eigentlich, weil das Unterbewusstsein bekommt es ja trotzdem mit. Also wenn irgendwas Wichtiges dabei ist, was der Mensch gerade braucht,
dann wird das schon irgendwo landen, wo es landen soll. Und dann ist es ja voll cool, dass ich jemanden Einschlaf begleitet habe. Ich finde es voll cool, also ich kann es super nachvollziehen, weil ich finde... Weil du auch immer einschläfst, wenn ich anfange zu reden abends. Es hilft, aber es ist der Klang der Stimme, mein Schatz. Auf jeden Fall. Hilft's auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch voll wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine geführte Meditation macht und die passt irgendwie die Stimme nicht. Ja, auf jeden Fall. Also Stimme ist schon, ich habe gestern erst wieder ein Video gesehen, in der Nervensystemwoche, die ich da jetzt gerade mache, von einer, die Soundhealing macht und die singt auch. Und sie haben so ein bisschen drüber gesprochen, was die Stimme auf das Nervensystem und umgekehrt für einen Einfluss hat. Und sie hört beispielsweise, wenn Menschen mit ihr sprechen, in welchem Zustand sich ihr Nervensystem befindet, weil man das an der Stimme hört. Weil Menschen, die halt sehr aufgeregt sind oder die sehr unruhig sind, eher so eine hohe, krächzige Stimme, hat sie gesagt, haben. Und Menschen, die eben so ein bisschen in sich ruhen, halt eher langsam sprechen. Und auch beispielsweise, dass Frauen sehr viel, wie hat sie das denn genannt? Oh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Also sehr viel mehr Varietät in der Stimme haben und Männer eher monoton sprechen, was halt auch damit zusammenhängt, dass Männer, wenn man das jetzt so klischeehaft sagen möchte, aber es ist einfach auch Tatsache, dass Männer sehr viel weniger Zugang zu ihren Emotionen haben und Frauen halt sehr viel mehr fühlen und das auch in der Stimme ausdrücken. Also die Stimme an sich ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, ja. Deswegen freut es mich auch so sehr, dass Menschen meine Stimme als beruhigend empfinden, weil ich meine Stimme bisher, also wenn ich mich selber sprechen höre, jetzt durch den Podcast hat sich das verändert, aber davor fand ich meine Stimme nicht angenehm selber. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, wer will mir so lange Sprachnachrichten, wer will das denn anhören? Ja, aber das macht, glaube ich, keiner gerne. Das ist so, wie sie sich selber auf Bildern sehen oder auf Videos. Ja. Das, ja. Okay, 2 Dinge, die ich da anfügen möchte. Zum einen, krass dieses Ding mit Frequenz auf jeden Fall. Also da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und dann als männlicher Gegenpart hier im Podcast und in deinem Leben möchte ich nur sagen, wir Männer fühlen, also haben Zugang zu diesen Gefühlen, was tatsächlich so ist. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, sie auszudrücken. Genau, das meinte ich auch. Also natürlich haben Männer auch Zugang zu ihren Gefühlen, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber es fällt ihnen sehr viel schwerer, das auch in Worte zu fassen beispielsweise. Also wenn ich jetzt mich mit Freundinnen unterhalte und ich sie frage, wie sie sich fühlen, fällt es ihnen meistens sehr viel leichter, mir das auch zu beantworten, als wenn ich einen männlichen Freund frage, wie er sich gerade fühlt. Gut. Ich hatte es jetzt gestern, als ich die Podcast-Folge mit Caro aufgenommen habe, hatten wir es auch genau davon. Und also sie bestätigt es tatsächlich auch, dass aktuell sehr viel mehr Männer als sonst auch in Behandlung sind, was ja eine schöne Entwicklung ist, weil sie sich mit sich auseinandersetzen. Aber es ist halt schon so, dass Männer das einfach anders verarbeiten als Frauen. Und dass man halt solche Dinge dann einfach hören kann. Darum ging es ja. Ja, bestimmt. Bestimmt. Also wie jemand spricht, die Tonlage, wie jemand spricht. Und dann, um das vielleicht mal an so einem konkreten Beispiel festzumachen, wenn die Eltern, wenn der Vater so gesagt hat, komm jetzt her. Aber es gibt komm jetzt her und es gibt komm jetzt her. Und dann gibt's komm jetzt her. Wow. Okay, das krass, ja. Wow. Das fühle ich selber. Das Wichtige ist ja, deswegen ist dein Podcast ja auch so schön und so wichtig. Also deswegen hat er so eine wichtige Funktion, weil man Tools an die Hand bekommt. Das Wahrnehmen ist das Erste. Achtsam sein, was kommt auf, was ist da, was brauche ich,
wem oder was soll ich Raum geben? Und dann, ich glaube, als Lebensaufgabe für einen Mann halt einfach das zu transformieren. Also da kommt ein Gefühl hoch. Oft reagiert man ja halt mit Coping einfach. Macht dann halt irgendwas, was einen wieder gut fühlen lässt, was auch immer das für den Einzelnen dann ist. Und die Lernaufgabe wäre ja dann zu verstehen, unadäquat zu handeln, um das eben zu transformieren. Ja. Ja, also ich mache dann jetzt in Zukunft auch einen Podcast. War das jetzt eine Frage? Ja. Oder was war denn die Frage daran? Nee, das war die... Oder weil die konnte ich jetzt nur mit Ja oder Nein beantworten. True. Nee. Aber ich glaube, dass das einfach von allen Menschen die Aufgabe ist, nicht nur von Männern, sondern im Allgemeinen die Aufgabe ist, dass wir halt wieder mehr ins Fühlen kommen. Weil, ich meine, wir haben vorhin auch erst drüber gesprochen, so, wenn man klischeemäßig mal Deutsche anschaut, ist es schon dieses sehr viel Logik, sehr viel Rationalität, sehr viel Denken, viel im Kopf, dieses Tüfteln, und es ist auch gar nichts Negatives, aber der Körper ist halt auch da und die Gefühle sind halt auch da, und wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn man sich halt nicht damit auseinandersetzt, und das ist halt einfach nicht schön. Deswegen, ja, Achtsamkeit ist da einfach ein sehr einfacher Einstieg. Da sind wieder meine Doppelungen. Der einfache Einstieg. Ist Achtsamkeit, du als Expertin, ist Dieses Wort. was Ich ist als Achtsamkeitsexpertin. du als Achtsamkeitsprofi, Ja, stell die Frage. ist Achtsamkeit dann, ist es sowas wie eine Antenne? Also ich frage jetzt für uns alle, ist das so, dass wenn man achtsam ist, dass man dann einen besseren Empfang hat? Weil, ich will es so erklären, man spürt ja immer was, man fühlt ja immer was, die Gefühle sind ja da, Energie ist immer vorhanden, nur in anderer Form. Und das heißt, selbst wenn ich keine Form zum Selbstausdruck habe oder es nicht genau benennen kann, was es ist, dann ist es ja da. Mhm. Und wenn ich das jetzt versuche, so metaphorisch auf die Frequenz umzumünzen, dann wäre Achtsamkeit sowas wie eine Antenne. Weiß ich nicht. Also, ich kann es ja auch so nur definieren, wie ich es für mich definiert habe oder wie ich zumindest das Prinzip der Achtsamkeit verstanden habe. Und ich glaube, ich würde sagen, dass es schon mehr ist als eine Antenne, weil es ist ja so ein bisschen auch wie mit dem Yoga, dass Leute halt mit Yoga diese Bewegung verbinden oder diesen Sport verbinden, aber an sich ist es ja eine Philosophie dahinter, und Achtsamkeit, ich würde sogar sagen, Achtsamkeit ist ein Teil von dieser Yoga-Philosophie und ist so eine Lebenseinstellung, die man haben kann, wenn man das möchte. Dass man achtsam durchs Leben geht. Aus welchem Grund und für welches Ziel auch immer. Weil das ist ja auch für jeden unterschiedlich. Aber ich finde, dass es einfach sehr viel mehr Spaß macht, achtsam durchs Leben zu gehen und so diese Schönheit in den ganz kleinen Sachen zu finden. Weil einfach so viel Cooles um uns rum ist den ganzen Tag. Und ich persönlich finde es super anstrengend, immer so nach ganz krassen Sachen zu suchen, die noch besser und schöner und geiler sind als das, was davor war. Weil irgendwann, weiß ich nicht, was soll denn irgendwann noch kommen? Deswegen ist es ja eine sehr schöne Gelegenheit, immer so um sich rum zu gucken. Und diese kleinen Momente und kleine Begegnungen und so mit den Katzen bei uns. Ich finde einfach, diese Katzen sind so coole Begleiter, Familienmitglieder, WG-Genossen, ich weiß nicht, wie wir sie nennen wollen. Sie sind halt einfach cool. Und ja, also für mich ist es halt auch, wenn man achtsam ist, oder wenn ich achtsam bin, dann kann ich auch sehr viel lernen von allem um mich rum. Und das finde ich schön.
und auch sehr erdend und beruhigend. Und mir gibt es persönlich sehr viel mehr, als immer nach so ganz krassen Sachen halt zu suchen. Ja, achtsam sein macht auf jeden Fall Spaß. Das stimmt. Und es ist ja auch so ein bisschen, sich dieses Kindliche beizubehalten, weil, ich meine, wir sind den ganzen Tag erwachsen. Ich wollte gerade schon so ein böses Wort davor setzen, aber das ist mir eingefallen in der Sekunde, dass ich ja bei Spotify immer angeben muss, ob es für Kinder geeignet ist. Mhm. Wir sind so viel erwachsen und haben so viel Schissel zu tun und so Verantwortung und keine Ahnung, wenn ich kann, dann versuche ich halt so dieses Kindliche einfach ein bisschen beizubehalten, um auch, ein bisschen Spaß im Leben zu haben. Also, wer noch nie Yoga gemacht hat, ich kann da jetzt aus meinen Yoga-Erfahrungen berichten. In letzter Zeit wurde ich ein paar Mal eingeladen von Madeleine auf die Dachterrasse und durfte teilnehmen an der ein oder anderen Einheit. Und ich kann auf jeden Fall bestätigen, ja, also man kann achtsam Yoga machen und man kann nicht achtsam Yoga machen. Der Unterschied, den habe ich relativ schnell erkannt, weil es ein bisschen ähnlich ist zum Meditieren. Es ist halt oder im Prinzip alles, was so in die Zone kommen ist, weil man halt wahrnimmt, was zu der Zeit, wo der Körper was anderes macht, was da hochkommt. Also wenn man Yoga macht, macht man diese Übungen, die wahrscheinlich mittlerweile jeder durch Instagram kennt. Herabschauender Hund. Hast du nicht gesehen, wie die anderen noch heißen? Man kann achtsam sein und dann bemerkt man, während man sich am Verrenken ist, merkt man, wo was blockiert, man merkt, wo was auf einmal freigesetzt wird, wenn es auf einmal richtig warm wird auf der Haut, wenn irgendwo was eingeklemmt war oder so. Man merkt, wo die Verspannungen sitzen, man merkt Unterschiede zwischen der linken Körperhälfte und der rechten Körperhälfte. An manchen Tagen funktioniert, da hatten wir es neulich davon, an manchen Tagen funktioniert alles, an manchen Tagen funktioniert ja nichts. An manchen Tagen versucht man die Übung, obwohl man davor einen Tag Pause hatte und es geht nicht. Am anderen Tag denkt man hat keine Kraft und dann kommt was. Ja, oder auch mit dem Spagat bei mir, das ist auch so verrückt. Ich habe jetzt fast 2 Jahre darauf hingearbeitet und vor ein paar Wochen habe ich das 2 Tage hintereinander dann geschafft und auch ohne, dass ich das großartig eigentlich geplant hatte überhaupt. Das war mehr, weil es halt in der Practice war und ich dachte, ach komm, probierst du es halt mal wieder. Und dann hat es auf einmal funktioniert. Und dann dachte ich so, ups. Ja, vor allem. Es war so voll der komische Moment. Ja, vor allem erinnerst du dich, du hast hier oben den Spagat geschafft, dann bist du zu mir runtergekommen und hast gesagt, ja. ich habe gerade einen Spagat geschafft, aber ich schaffe das auf keinen Fall ein zweites Mal. Aber ich möchte es dir zeigen. Und dann hast du es probiert und einfach direkt am Stück, einfach direkt zweiter Ja, und Spagat. Seitdem klappt es aber nicht mehr. Obwohl ich nichts verändert habe. Ich mache nichts anders. Aber es geht jetzt einfach gerade nicht mehr. Und das war anfangs schon auch kurz richtig frustrierend, auch mit dem Kopfstand. Aber ich merke halt gerade auch, dass viel los ist so mit den ganzen Sachen, die arbeitstechnisch sind. Und jetzt sind ja auch Freunde gerade zu Besuch und danach kommt nochmal Besuch. Und da ist dann halt alles so auf ein Minimum reduziert. Und ich merke aber direkt, dass wenn so Phasen kommen, wo es stressiger wieder wird, was auch gar nicht schlimm ist, aber daran merke ich das halt, weil ich bin vielleicht angespannter als sonst, nicht arg viel, aber halt so viel, dass eben das nicht funktioniert. Und dann aber nicht so wütend mit mir zu werden und zu sagen, so ein Mist, so eine Mistekacke, jetzt klappt es schon wieder nicht. Scheibenkleister. Fluch der Axt. Genau. Sondern einfach, was heißt einfach? Es ist ja nicht einfach. Es ist auch immer noch nicht einfach. Sondern dann sich selber zu sagen, es ist okay. Es kommt und es geht. Und jetzt ist es gerade viel oder jetzt ist es gerade mehr. Und
mein Körper muss nicht jeden Tag funktionieren. Also nicht so, wie ich das will und vor allem gar nicht so, wie ich das will, sondern wie ja mein Kopf das will. Es ist ja nicht so, dass mein Körper jeden Tag sagt, hey Madeleine, komm, wir wollen jetzt unbedingt einen Spagat machen, sondern das ist ja dann einfach so mein Kopf und mein Verstand, der immer wieder sagt, boah, du hast das jetzt einmal geschafft. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem höher, schneller, besser, weiter, geiler. Jetzt hast du es einmal geschafft, jetzt musst du es am nächsten Tag zweimal schaffen. Nee. Also klar, kann ich, aber muss ich halt nicht. Ganz anderes Beispiel. Jetzt überleg mal, wir beide kennen Menschen, die echt viel Sport machen, so, also die echt unterwegs sind und so und viel barfuß laufen und. Aber dass trotzdem halt Zehen verkürzt sind beispielsweise, diese Sehnen. Und wenn man sich das anguckt, also für die Leute, die jetzt vielleicht nicht sehen, was ich da gerade mit meinen Fingern für Verrenkungen mache. Keiner sieht es, weil es ist ein Podcast. Naja, schade. Dann, ja, muss ich es wohl erklären. Also wenn man angestrengt ist, unterbewusst kneift man da manchmal die Zehen so zusammen wie bei den Fingern. Das ist halt so Hammerzehen, sagt man. Ja, so Krallen. Genau, und dass man die so zu so Krallen Man macht. greift so mit den Zehen. Und das macht man halt unbewusst und vor allem halt in Stresssituationen. Und häufig bemerkt man es auch gar nicht. Und da sagt man immer, ja, Sport und Bewegung und so. Und dann geht das schon, entspannt sich das schon. Aber wir beide kennen Leute, die viel sich bewegen, viel Sport machen und trotzdem das haben. Weil es einfach, der Körper ist ein Teil. Und dann gibt's Nervensystem, gibt's Gefühlswelt. Es gibt alle möglichen Formen von Energien, sag ich mal, die sich an manchen Punkten einfach anstauen können, die herausgelassen werden wollen. Und du bist ja dann so gesehen die Vermittlerin, weil du bietest hier im Podcast Möglichkeiten an, wie man das entweder analysieren kann, checken kann, wie man sich selbst ein gutes Gefühl gibt. Toll. Ja, das war jetzt wieder eine Frage, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten konnte, wenn da eine Frage dabei war. Nee, da war keine Frage dabei. Das war ein verstecktes Kompliment einfach. Vielen Dank. Bitteschön. Sehr gerne. Möchtest du in Zukunft sowas, du postest sowas noch nicht auf Instagram, ne? So Anleitungen. Du hast jetzt mit dem Journal, hast du was gepostet? Ja, ich hatte immer wieder so Impulsfragen mal fürs Journalen gemacht, weil ich glaube, das ist was anfangs oder allgemein immer wieder, ich mache das ja auch, also ich habe ja auch Tage, wo ich mir, wenn ich gar keinen Plan habe, was ich aufschreiben soll, Impulsfragen irgendwo hole. Genau, das habe ich geteilt. Könntest du dir langfristig, ist jetzt Zukunftsmusik, ne? Könntest du dir langfristig vorstellen, Offline-Events zu machen? Naja, wenn Leute nach Mexiko kommen dafür, sofort. Hallo. Also es ist definitiv eine Sache, auf die ich Lust hätte. Aber das ist wirklich jetzt nichts, was ich aktuell in greifbarer Nähe sehe. Also gar nicht, weil ich das nicht will, sondern weil sich es nicht ergeben hat. Wenn sich was ergibt, dann auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nichts Konkretes geplant, aber ich kann es mir 100%ig vorstellen, weil so schön das auch ist mit dem Podcast und ich nehme mir da ja auch einfach den Raum, dass ich davon ausgehe, dass Leute das dann anhören. Aber so in Verbindung zu gehen, auch in person, ist schon nochmal eine ganz andere Ebene. Und ich finde, dass es zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auf den Retreats oder in den Veranstaltungen, die ich in Gruppen gemacht habe, waren die Offline-Sachen schon immer mit die emotionalsten, intensivsten und auch bereicherndsten Erfahrungen, weil es halt was anderes nochmal ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine andere Ebene noch dabei. Ja, voll. Ja, jetzt muss ich Carla Kolumna mäßig hier einmal
Auf den Spickzettel schauen. Ja, aber ich habe ja tatsächlich Fragen vorbereitet. Ja, das ist doch super. Wenn die Leute, die deinen Podcast hören, wenn die Folgen hören, sind die dann in der Lage, also was macht das mit denen, wenn die dranbleiben? Was möchtest du den Leuten langfristig mitgeben, wenn sie so mit dir wachsen? Ich habe mir das so vorgestellt, jemand kennt dich, weiß vielleicht nicht, womit du dich so beschäftigst. Also Freunde, alte Bekannte. Und dann hören die von dir einen Podcast und dann sind die hooked und dann bleiben die dabei. Und was... Man merkt also, dass du aus dem Marketing kommst. Ja? Naja, also in erster Linie möchte ich, dass Menschen die wollen, mehr Entspannung in ihren Alltag integrieren können, mit sehr einfachen Mitteln. Und das ist ja auch der Sinn von dem Podcast. Aber ich habe jetzt, also natürlich freue ich mich über jede Person, die da von Anfang bis Ende dabei ist, aber ich habe gar nicht den Anspruch für mich, dass jeder alles gehört haben muss, weil ich sehr fest davon überzeugt bin, dass immer die Dinge im richtigen Moment kommen, wenn man sie gerade braucht oder wenn man dafür empfänglich ist. Ansonsten ist es witzlos. Ich kann niemandem irgendwas aufzwingen und das möchte ich auch gar nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass wenn Leute schon eine Weile dabei sind, dass sie inspiriert sind von meinem Prozess und meiner Entwicklung. Wenn sie Fragen dazu haben, dass sie sich an mich wenden und ich vielleicht in irgendeiner Form inspirieren kann, in eine neue Richtung zu gehen oder eine Perspektive zu wechseln oder keine Ahnung, was auch immer dann da sein wird, in dem Moment zu beantworten, weil ich plane das ja auch nicht. Ich hatte auch heute ein Gespräch mit einer Klientin. Sagt man Klientin? Ist das der adäquate Begriff dafür? Ich glaube schon. Und da habe ich auch so ein bisschen mich vorbereitet, einfach auf das Gespräch und so ein bisschen also auf die Themen, um die es ging. Aber am Ende ist was ganz anderes dabei rausgekommen, weil das, was ich mir vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen überlegt habe, mag vielleicht auch irgendwann mal so gewesen sein. Aber wie es heute war was ganz anderes. Und wir sind trotzdem über so ein paar Dinge gestolpert, die sich dann auch überschnitten haben. Aber darum geht es mir ja auch, dass ich versuche, Menschen daran zu erinnern, dass sie selber einfach am besten wissen, was gut für sie ist. Mhm. Und dass es Möglichkeiten und Techniken gibt und eben diese Tools, von denen ich immer spreche, mit denen man das Vertrauen in sich und seine innere Stimme stärken kann. Weil das ist ja da ist ja nichts, was man dazu machen muss, sondern eher Dinge, die man wegmachen muss, in Anführungszeichen, die da halt so drüber gelegt worden sind, dass dieser Mensch vielleicht in irgendeiner Form nicht das tun kann, was er halt gerne tun würde, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, deswegen, was ich auch vorhin gesagt habe, offline ist voll schön, online ist genauso schön, es ist einfach nur was anderes, weil wenn die Verbindung da ist, dann ist sie da. True. Und dann kann man in bestimmten Momenten darauf eingehen und ich bin mir sicher, dass auch nicht alles gut ist, was ich sage zu Leuten oder zu anderen Menschen. Zu 100%, aber vielleicht hilft es trotzdem in dem Moment und wenn nicht, dann werde ich hoffentlich hinterfragt. Muss es gut sein? Nee, das meine ich ja. Vielleicht ist einfach nur wichtig, das, was gesagt wird. Oder dass jemand da ist, der was sagt. Und gar nicht so, was gesagt wird. Aber meinst du jetzt gut im Sinne von positiv oder gut im Sinne von der Sache dienlich? Genau. Letzteres. Dass die Person, der ich irgendwas sage, wenn ich um Inspiration gebeten werde, dass die sich denkt, ja, was labert die? Und für mich ist das aber, mir hat es voll geholfen. Und ich gebe das einfach weiter, weil es mir geholfen hat. Und der andere Mensch denkt sich ja, okay, danke, damit kann ich halt nichts anfangen. Ja. Und das meine ich mit, wir alle wissen, was uns, oder unser System weiß, was wir brauchen und was uns gut tut. Und nicht alles, was ich sage, muss gut sein oder der Person dienlich sein.
kann dann auch einfach sein, dass ich das sage und es verpufft. So. Dienlich wäre es ihr ja trotzdem. Also Ja, es wäre dienlich, wenn man es dann von der anderen Seite betrachtet, dass sie merkt, okay, nee, das ist halt nichts für mich und dann dadurch wiederum merkt, krass, ich weiß ja, was ich brauche oder nicht brauche. ja. Deswegen ist es gut dann schon wieder relativ. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt ein bisschen zu krass abdriften in irgendwelche theoretischen Konstrukte, ob wir nicht vielleicht ein bisschen zurückgehen zu der Ursprungsfrage, die ich vergesse. Ach so, nee, das war, was Menschen davon haben, wenn sie länger dabei sind. Na, ich hoffe, dass ich sie bereichern und inspirieren kann, das zu tun, was sie tun möchten. Mhm. Für sich einzustehen, ihren Traum zu leben. Und es muss ja nicht sein, nach Mexiko auszuwandern, sondern nach Mexiko auszuwandern oder in Mexiko zu leben, ist halt mein Traum oder unser Traum, den wir jetzt leben. Absolut, absolut. Und selbst da ist ja, das schließt super den Kreis zu dem davor, eine positive Entwicklung zu machen oder Dinge in seinem Leben dazu zu gewinnen, klingt positiv, ist aber damit verbunden, dass man wie der Hummer seinen Panzer abschmeißen muss, um wachsen zu können, um die Erfahrungen, die man macht und wie sich Dinge anfühlen, sind ja zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Das ist ja auch ist das nicht der größte Benefit von Achtsamkeit, zu Dinge so wahrzunehmen, wie sie sind? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber sie sind ja schon trotzdem miteinander verknüpft. Ich glaube, der größte Vorteil für mich auch wieder, es ist meine Perspektive auf Achtsamkeit ganz wichtig. Ich finde, Achtsamkeit ist so ein großes Feld, das man definieren kann. Aber also nicht in diesem Gefühl verhaftet zu bleiben, das man mit der Erfahrung verknüpft hat. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis in Anführungszeichen, weil wenn ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe mit was und ich dann mein Leben lang vermeide, diese Sache nochmal zu machen, weil ich Angst davor habe, dass es mir nochmal passiert ist, dann ist es einfach nicht so schön, weil ich mich davon abhalte, vielleicht schöne Dinge zu erleben. Und dann eben über bestimmte Techniken oder auch, es geht ja oft auch darum, Dinge gesagt zu bekommen von außen, von, ich sage jetzt auch mal, einer anderen Person als dem engen Umfeld oder dem vertrauten Umfeld, jemand, der eine neue Perspektive reinbringt und einem manchmal einfach auch Sachen erlaubt, in Anführungszeichen auch, die man halt vielleicht als Kind oder irgendwie in einer blöden Situation nicht erlaubt bekommen hat, sowas wie seine Gefühle zu äußern. Mhm. Und dass eine außenstehende, neutrale Person bewusst die Erlaubnis, bewusst die Erlaubnis ausspricht, dass es okay ist, Gefühle zu fühlen. Auf jeden Fall. Und natürlich ist es dann nicht mit einem Mal getan und auf einmal denkt sich der andere Mensch, ja cool, danke, jetzt darf ich Gefühle fühlen. Das ist ja dann auch wieder ein Prozess, aber es kann halt einfach ein Anstoß sein, dass dieser Prozess in Bewegung gesetzt wird. Ist ja ähnlich wie bei einem Muskel. Genau. Im Prinzip, je mehr Achtsamkeit man praktiziert, Ja. das kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Ausführungen. Wir haben da jetzt von Yoga gesprochen, Meditation. Ich habe ein Fußballbeispiel. Möchtest du ein Fußballbeispiel hören? Auf jeden Fall mit dem Fußballbeispiel. Das habe ich im Gespräch mit Caro, hat sie das erwähnt, dass sie das auch... Dass sie Fußball spielt? Richtig, genau. Okay, cool. Nein, dass sie auch mit ihren Patientinnen und Patienten immer wieder darüber spricht, dass wenn man anfängt, Dinge zu verändern oder man anfängt, Tools zu benutzen, das ist halt wie, wenn man das erste Mal ins Fußballtraining geht und als Ziel hat, die Weltmeisterschaft zu gewinnen nach diesem Training. Exakt. Und das ist einfach, ja, schon möglich, aber halt unwahrscheinlich. Weil, aus Gründen, wir wissen es ja alle. Genau. Deswegen ist es da, wie bei allem, es ist, wie sagt man, Consistency, durchhalten, nicht durchhalten. Konsistenz, danke Mann, mit diesen vielen Sprachen. Es ist dranbleiben,
trotzdem immer wieder sich auch eingestehen, dass es okay ist und dass es nicht immer nur bergauf gehen muss, sondern dass man manchmal auch auf der Stelle stehen darf oder vielleicht auch einen Schritt zurück macht. Und ja, auch ausprobieren, sich immer wieder neu zu entdecken, immer wieder neue Sachen zu testen, ob vielleicht was anderes gerade besser funktioniert oder was weglassen, was man merkt, dass einfach nicht mehr gut ist. Erfahrung, wie du gesagt hast, die Erfahrung machen und dann alles, was mit dieser Erfahrung einhergeht, auch zu erfahren. Auf allen Ebenen. Ja, also Erfahrung, Embodiment, Verkörperung, Selbstausdruck sind schon echt, also auch für mich, für jeden wahrscheinlich super spannende Themen, wenn man ein bisschen weiß, worum es da geht und was man damit machen kann. Weil wie du sagst, ja, das Fußballbeispiel ist ein schönes Beispiel. Du kennst mein Gegenbeispiel oder mein anderes Beispiel dazu. Das ist das mit dem Autofahren. Oder zumindest war das so durch mein Leben geprägt. Aber wenn man so das erste Mal bei der Fahrschule einsteigt und versucht, das zu machen, was alle anderen irgendwie so mühelos machen, dann, wie du gesagt hast, oder wie Caro gesagt hat, man kann dann schon eventuell mal jemanden haben, der vom Fleck weg das kann. Aber im Großen und Ganzen dauert es eine Zeit. Erfahrungen machen, sich ausprobieren in verschiedenen Momenten, wie kleine Kinder mit Aufstehen und Hinfallen einfach probieren, einfach machen. Und ja, die Erfahrungen sammeln und dann ändert sich das auch. Also so wie sich das als Kind nicht vorstellen kann, am Stück zu laufen oder weiß nicht, ob man sich vielleicht doch vorstellen kann. Aber als Erwachsener dann neue Tools zu lernen, um die Welt ein bisschen auf eine neue Art und Weise zu begreifen und auf der anderen Seite wiederum, so mache ich es ja auch, das halt dann anzupassen. Wie die Leute jetzt wissen, wir machen neuerdings Yoga. Du machst neuerdings Yoga. Ich mache neuerdings Yoga. Hast du denn noch eine Frage? Weil es fühlt sich für mich so ein bisschen danach an, als ob ich das gerne mit einer letzten Frage abschließen würde. Du möchtest eine letzte Frage haben? Wenn du noch eine hast, wenn wir so fertig sind, dann wäre das ja perfektes Timing. Die letzte Frage, die ich an dich habe. Zumindest für diese Runde. So, Ich werde danach auf jeden Fall eine Umfrage machen, ob wir das öfter machen sollen. Und vielleicht wird es auch mit Fragensticker, dass du Fragen stellst, die mir gestellt werden. Das kann ich gerne tun, ja. Sehr gerne. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn Leute deinen Podcast hören und auf mich wirkt sehr angenehm, ruhig. Wie gesagt, du regst meine Gedanken an. Aber ich habe mich gefragt, das musst du jetzt nicht sagen, also da müssen wir jetzt nicht drüber reden, sondern die Frage soll sein, was machen Leute, wenn sie es anhören und nicht das Gefühl haben, entspannt zu sein? Sie müssen ja auch nicht unbedingt während meines Podcasts dann unbedingt entspannen, sondern der Podcast soll ja so ein bisschen dazu anregen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man sich allgemein mehr entspannen möchte. Aber also wenn ich jetzt eine Meditation machen würde und es wäre mir wichtig, dass Leute danach entspannt sind und Leute wären danach nicht entspannt, dann würde ich mir eine Frage stellen, auf jeden Fall. Aber wenn jetzt wegen dem Podcast jemand danach, also wenn es ihn aufregt, dann soll er es bitte lassen. Ich möchte niemanden aufregen. Wenn du dich jetzt gerade aufregst. Oder diese Person soll mir dann bitte schreiben, vielleicht können wir drüber sprechen. Ja. Madeleine ersetzt dir deinen Schreibtisch. Kein Problem. Das hast jetzt du gesagt. Ich werde gar keine Schreibtische ersetzen, da habe ich nichts mit zu tun. Die letzte Frage war, aber du hast es trotzdem schön gesagt, war mehr so gemeint im Sinne von Takeaway. Weil ich habe mir so überlegt, was könnte was sein für, und ich finde, du hältst den Raum bei deinen Fragen, die Themen sind gut strukturiert, nochmal 10.000 Komplimente an dich, aber darum eben die Frage für einen oder eine, die hört und sich danach so denkt, so, hups Mann, ich bin jetzt voll
aufgewühlt. Aber gut, du hast es gesagt. Aber das ist ja nochmal was anderes, wenn man dann danach ein bisschen aufgewühlt ist. Weil das ist ja auch okay. Vielleicht wühlt einen das auf, worum es in der Folge ging. Es sind ja manchmal schon auch diepe Themen, aber wenn jemand danach aufgewühlt ist, dann ist das doch ein schönes Zeichen, dass es in irgendeiner Form diese Person berührt hat. Und dann kann die Person entscheiden, ob sie sich damit auseinandersetzen möchte oder ob sie das einfach wahrnimmt als, okay, ich bin aufgewühlt und vielleicht möchte sie danach nicht weiterhören und dann ist es auch in Ordnung. Aber ansonsten ich habe mir das so vorgestellt, das wäre ja genau der Moment, wo man diese Person einladen könnte, zu sagen, okay, leg dich vielleicht ganz ruhig hin, entspannt, versuch mal einen Ruhepuls hinzukriegen, auf deine Atmung zu achten. Naja, aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen klischee-mäßig, dass du sagst, mit hinlegen und entspannen, sondern da geht's ja auch wieder drum, vielleicht sollte diese Person gerade einfach rausgehen und eine Runde um den Block rennen. Ja, wahrscheinlich ist das meine Vorstellung einfach, genau. Weil ich leg mich hin. Aber genau darum geht's ja, dass ich anregen möchte, dass Menschen in ihren Körper spüren, was brauche ich gerade, um was auch immer da ist, gut durchstehen zu können. Und wenn es nicht mein Podcast ist, weil es eine so auffühlt, nein, Spaß. Wenn es mein Podcast ist, dann ist es doch schön. Das ist ja, was ich gerne erreichen möchte. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich werde es wahrscheinlich nicht bei allen Menschen auf der Welt erreichen. Aber bei vielen. Ja. Perfektes Schlusswort überhaupt. Ganz EU-West. Liebe Leute, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, weil ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euch die Mühe macht und das anhört und euch Zeit dafür nehmt, vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist auf jeden Fall schon viel getan. Ich bedanke mich bei Madeleine, dass du in deinem eigenen Podcast zu Gast warst, quasi, irgendwie, auf eine Art und Weise. Oder vielleicht war das schon Co-Creation. Wir werden in Zukunft mehr darüber erfahren. Ich bin froh, euch wieder in vertrauenswürdige Hände von Madeleine abgeben zu können. Simon out. Over. Ja, vielen Dank für deine wundervolle Abmoderation, beziehungsweise die Hinleitung zu meiner Abmoderation. Aber ich bedanke mich auch bei dir für deine Fragen und für dein geduldiges Zuhören. Und ich finde es einfach auch super cool, dass wir das jetzt gemacht haben, weil wir schon so lange darüber gesprochen haben, mal wieder zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ja, ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade machst, ein wunderschönes Wochenende. Lass mir gerne eine Bewertung auf Spotify da oder einen Kommentar auf YouTube oder ein Like auf YouTube. Und ansonsten schreib mir, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas teilen möchtest. Und mach's gut, pass auf dich auf und bis ganz bald. Von mir auch ganz liebe Grüße. Tschüss.